Deine Gedanken kreisen den ganzen Tag. Du hast innere Unruhe, Angst und oder Depression. So, du hast vielleicht bereits schon alles getan. Therapie, Klinikaufenthalt, Medikamente und nichts hilft. Und jetzt? Das ist wirklich grausam. Aber vielleicht ist das, was ich dir jetzt vorstelle, der lang ersehnte Durchbruch, um endlich wieder gesund zu werden. Weißt du, was das Schlimme und das Perfide an psychischen Störungen ist? Dass wir sehr stark mit diesen Gedanken und Gefühlen identifiziert sind. Und weil wir das sind, vergleichen wir ja sehr gerne, wie ist es bei dem abgelaufen und wie ist es bei ihr abgelaufen. Vielleicht, wenn sie schon mal 5 Stunden Verhaltenstherapie gemacht hat oder er 3 Stunden Meditation oder dies oder jenes, dann wirkt es bei mir genauso. Das wäre schön, wenn das so wäre, denn bei den physischen Krankheiten, da ist es ja oft so. Man hört zum Beispiel, der hat einen Beinbruch. Nach 6 Wochen ist es bestimmt wieder geheilt. Und man kann jetzt auch davon ausgehen, dass das bei den allermeisten genauso ist. Außer man hat jetzt vielleicht eine schlimme Krankheit wie Osteoporose oder etc., dass das nicht so schnell geht. Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Bei psychischen Krankheiten versuchen wir das mit unserem Kopf natürlich auch. Der hat dieses Medikament genommen, Escitalopram oder Mirtazapin etc. und denen ging es nach 4 Wochen schlecht. Jetzt hören wir aber von tausenden Leuten, wo es nicht so war. Bei anderen tausenden Leuten, da war es auch nicht so. Das ist das Schlimme und das Perfide daran. Psychische Störungen sind so individuell wie der Mensch überhaupt. Deswegen habe ich generell immer ein sehr großes Problem damit, Zäune aufzuziehen, dass es die Depression gibt, die Angststörung gibt, die Zwangsstörung, die Hypochondrie, die Herzangst. Das ist alles so unterschiedlich und deswegen appelliere ich an dich. Hör am besten auf, dich damit zu vergleichen, wie es bei den einen oder anderen war. Aber eins ist auch noch sehr, sehr wichtig zu wissen. Wenn wir alles getan haben und merken vielleicht, bei vielen hilft's, aber bei mir nicht, dann kann das tatsächlich zur Hoffnungslosigkeit führen. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal Folgendes an. Hast du schon mal etwas von EKT gehört? Früher hat man auch Elektrokrampftherapie gesagt. Ich bin mir sicher, dass du schon was davon gehört hast. Bei diesen Verfahren werden mit Stromreizen Nervenzellen angeregt. Und man vermutet, also wie gesagt, also wirklich, man vermutet, weil man es 100% nicht beweisen kann, dass dadurch Bodenstoffe jetzt beeinflusst werden und Nervenzellen neu wachsen können. Dann geht man in der Hoffnung rein in diese Therapie, dass sich dadurch Depressionen und das Gemüt verbessern kann. Und dann gibt es noch die tiefe Hirnstimulation. Die wird angewandt unter anderem bei allen möglichen Zwangsstörungen, wird aber nur dann angewandt, wenn alles andere versagt hat, wie zum Beispiel Therapie, Verhaltenstherapie, Medikamente etc. Und dann kann man dies probieren. Da schauen wir jetzt einmal kurz rein. Wie die Operation für eine tiefe Hirnstimulation abläuft und was Patientinnen und Patienten am Operationstag erwartet. Dabei werfen wir auch einen Blick in den Operationssaal. So sehen Sie, was genau während dieser Operation passiert. Die Operation für die tiefe Hirnstimulation, kurz DBS, aus dem Englischen abgeleitet für Deep Brain Stimulation, erfolgt heutzutage am Inselspital für die meisten Erkrankungen in Vollnarkose. Unser erfahrenes Anästhesieteam überwacht dabei jeden Schritt der Operation und steuert die Tiefe der Narkose. Sobald unsere Patientinnen und Patienten tief schlafen, wird zuerst der sogenannte Stereotaxierahmen angelegt. Die Herausforderung dieser Operation ist die millimetergenaue Präzision. Unsere Elektroden werden in tief gelegene Areale des Hirns implantiert. Diese Areale sind selbst nur ein paar Millimeter groß. Und um diese Präzision zu erreichen, benutzen wir hier einen Stereotaxierahmen, der es uns erlaubt, die Elektroden im Millimeterbereich genau präzise zu implantieren. Im Anschluss wird bei den schlafenden Patientinnen und Patienten eine Computertomographie durchgeführt. Sie ist notwendig für die Planung des weiteren Eingriffs. Die Planung der Trajektorie, also der Weg, den die Elektrode nehmen muss, um zum Zielpunkt zu gelangen, erfolgt heutzutage basierend auf der Magnetresonanztomographie des Patienten, also auf den MRI-Bildern. Und dank dieser hochauflösenden Bilder, die wir heute zur Verfügung haben, können wir die Zielstrukturen sehr gut darstellen und wissen, wo wir hin müssen. Die Schwierigkeit der Planung bleibt, die beste Trajektorie zu finden,
wo man die Risiken der Operation für den Patienten minimieren kann. Mithilfe von moderner Software werden nun die Koordinaten für den Stereotaxierahmen berechnet, um an den gewünschten Zielpunkt zu gelangen. Die Planung ist damit abgeschlossen und die eigentliche Operation beginnt. Zum Zeitpunkt des Team-Timeouts sind alle an der Operation beteiligten Personen anwesend und hoch konzentriert. Die Zielkoordinaten werden von den Chirurginnen und Chirurgen am Rahmen eingestellt und kontrolliert. Alles erfolgt nach dem 4-Augen-Prinzip, um Fehler zu vermeiden. Dann beginnt die Neurochirurgin oder der Neurochirurg mit dem Eingriff. Die Elektroden werden nach der Schädelbohrung vorsichtig Millimeter für Millimeter an den Zielpunkt geführt. Auch die Neurologinnen und Neurologen sind zu diesem Zeitpunkt im Operationssaal anwesend. Sie konzentrieren sich auf die Analyse der Hirnstromkurven, die an großen Monitoren im Operationssaal für alle sichtbar angezeigt werden. Wir messen die Zellaktivität, die dadurch entsteht, wenn wir die Elektrode tief in das Gehirn hineinschieben. Und wir wissen, dass die Zielstruktur, wo wir die Elektrode letzten Endes platzieren wollen, ein ganz bestimmtes Muster abgibt. Das sieht aus wie ein Morsezeichen. Und wenn wir dann wissen, wir sind genau da, wo wir sein wollen, sehen wir das auf dem Bildschirm anhand von der Aktivität dieser Zelle. Und das können wir wieder zurückmelden an die Neurochirurgie und die wiederum wissen dann, dass sie auch die Elektrode dort platziert haben, wo sie hin soll. Während der Aufzeichnungen sind auch die Narkoseärztinnen und Ärzte sehr aufmerksam. Wir wollen ja die Signalaktivität ableiten von den einzelnen Hirnzellen. Und wenn die zu tief schlafen, dann sind sie nicht aktiv. Ergo, wir können auch an den Bildschirmen nichts ableiten und können keine Rückkopplung an die Neurochirurgie geben. Das heißt, die Herausforderung liegt vor allem auch bei den Kollegen der Anästhesie, die Narkose so zu setzen, dass sie nicht zu tief ist, aber auch nicht zu wach, damit der Patient die Operation mitbekommt. Nach Abschluss der Messungen ist das Team zufrieden. Die Lage der Elektroden wird ein letztes Mal überprüft und dokumentiert, bevor die Haut wieder verschlossen wird. Nach der Demontage des Stereotaxierahmens bereitet sich das Team auf Phase 2 der Operation vor. Während dieser zweiten Phase der Operation werden nun die Elektroden über ein Verlängerungskabel an den Schrittmacher angeschlossen und dieser wird unter dem Schlüsselbein im Unterhautfettgewebe implantiert, je nach Patientenwunsch auf der linken oder auf der rechten Seite. Nach der Operation erwachen die Patientinnen und Patienten aus der Narkose und werden auf die Überwachungsstation verlegt, wo sie engmaschig überwacht werden. Verläuft die erste Nacht ohne Probleme, erfolgt die Verlegung auf die Normalstation schon am nächsten Tag. Die Patienten sind sogar eine Woche nach der erfolgten Operation bei uns und da geht es insbesondere darum, die Medikamente und auch die Stimulation grob einzustellen. Es geht hierbei insbesondere darum, dass man versucht, die Medikamente ein bisschen zu reduzieren, weil durch die Installierung der tiefen Hirnelektroden ist der Bedarf an den medikamentösen Therapien nicht mehr ganz so hoch wie vor der Operation. Das heißt, wir müssen einerseits die Medikamente anpassen und andererseits bereits die Stimulation ein bisschen anpassen an den Bedarf des Patienten. Also vereinfacht gesagt, das EKT-Verfahren ist eher für Depressionen, bei denen man alles probiert hat und es nicht hilft. Und bei der tiefen Hirnstimulation eher bei den Menschen, die unter Zwängen leiden oder auch vielleicht unter starken Ängsten, die damit verbunden sind. Also so einmal ganz kurz der Unterschied. Bei der EKT-Behandlung werden Elektroden an den Kopf angebracht. Außerdem bekommen die Menschen dann Medikamente, um ihre Muskeln zu entspannen. Der Eingriff erfolgt in so einer kurzen Narkose. Nachdem sie dann danach eingeschlafen sind, werden kleine Stromimpulse hier oben über Elektroden übertragen, aber die Menschen spüren davon nichts. Anders ist es bei der tiefen Hirnstimulation. Da ist es nämlich ganz anders, denn da wird nämlich dein Kopf tatsächlich aufgebohrt. Ja, es ist tatsächlich so und dann werden da auf das Gehirn oben drauf Elektroden draufgesetzt, so wie so eine Art Massage, wenn man so möchte. Und die Neurochirurgen entscheiden, in welchem Bereich die eingesetzt werden sollen. Dazu fällt mir eine interessante kurze Geschichte ein, die ich mir mal vor ein paar Jahren durchgelesen habe. So ein Verfahren wurde einmal in den USA bei einer jungen Frau gemacht, die unter Zwangsgedanken gelitten hat. Und ich habe mir diesen Artikel durchgelesen.
Und als sie diese eingesetzt bekommen hat und nach der Narkose wieder aufgewacht ist, hat sie der Arzt, der Neurochirurg, gefragt, wie sie sich denn fühle. Und sie hat dann gesagt, also ich muss erst mal klarkommen. Und dann ist so eine Stunde vergangen. Da hat er sie nochmal gefragt, wie sie sich fühlt. Und sie sagte, das ist wirklich erstaunlich. Meine ganzen Zwangsgedanken sind weg. Das hat ja hervorragend funktioniert. Und das schon nach einer Stunde mit Tränen in den Augen und voller Freude. Und der Arzt war verblüfft und sagte zu ihr, das ist erstaunlich, weil der Elektrode ist zwar oben innen drinnen, aber ich habe ihn noch gar nicht eingeschaltet. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Schreib's mal unten in die Kommentare bitte hinein. So, und jetzt einmal ganz kurz nochmal zu den EKT zurück, weil sich ganz viele Menschen vielleicht fragen würden, ich habe da schon ein bisschen Angst davor, also soll ich das sowas machen oder ich meine, das macht ja irgendwie so ein unbehagenes Gefühl, dass man da oben im Gehirn da ein bisschen so rumfummelt und das kann ich absolut nachvollziehen und da fragen sich jetzt bestimmt die einen oder die anderen, möglicherweise auch du, hat dieses EKT-Verfahren Nebenwirkungen und tatsächlich ist es so, dass das heutzutage sehr, sehr nebenwirkungsarm ist, also neben Spannungskopfschmerzen, ja, für so ein bisschen so sich unwohl fühlen etc. Mehr ist da großartig Gott sei Dank nicht zu erwarten bei dieser EKT-Therapie. Bei der tiefen Hirnstimulation sieht das Ganze schon etwas anders aus, wenn du vielleicht daran Interesse hättest, wenn du unter solchen Zwangsstörungen leidest. Da ist es nicht ganz so schön. Also man schätzt da, dass da circa 2 von 100 Menschen Gehirnblutungen bekommen oder starke Gehirnblutungen bekommen können. Es kann zu Entzündungen kommen und es gibt auch Menschen, was wie gesagt auch 1 bis 2 von 100 sind, die unter dauerhaften Lähmungen am Körper leiden können und sich vielleicht deswegen nie wieder bewegen können. Sprachstörungen sind bei den einen oder anderen, wie gesagt, selten, aber ist auch schon beobachtet worden und das sind auf jeden Fall Nebenwirkungen, die nicht so, ja, wo man mal sagen kann, das ist ja nicht so schlimm, ich habe mal Kopfschmerzen wie bei der EKT, ne? Da die Verfahren unterschiedlich sind, werden sie auch unterschiedlich angewendet. Denn zum Beispiel bei der EKT ist es so, dass man also 8 bis 12 Sitzungen hat, wo das immer wieder wiederholt wird und das macht man so in der Regel 2-mal in der Woche und das erstreckt sich über mehrere Wochen. Bei der tiefen Hirnstimulanz ist es ein einziges Mal. Diese Operation an deinem Gehirn wird gemacht und dann bleibst du 10 Tage noch im Krankenhaus und danach geht es anschließend zur Reha. Und jetzt fragen sich natürlich viele, wenn ich das machen sollte, zum Beispiel bei der EKT, bringt es überhaupt was? Hilft es überhaupt was? Werde ich dadurch wieder gesund? Die Studienlage ist da ganz klar. Zwischen 50% und 70% können mit dieser EKT-Behandlung tatsächlich von Depressionen, Manie und katatonischen Zuständen geheilt werden. Also das ist tatsächlich in dieser Form die höchste Rate der Remissionsrate bei schweren Depressionen, wo alles nichts mehr geholfen hat. Die Erfolgsrate zum Beispiel bei Wahnideen und Halluzinationen ist noch viel höher, nämlich bei 82%. Der tiefen Hirnstimulation, zum Beispiel bei Zwangsgedanken, da sieht die Statistik etwas anders aus. Es konnte festgestellt werden, dass 2 von 3 geholfen werden konnte und im Durchschnitt eine Verbesserung der Zwangsstörung um 25% ungefähr, Pi mal Daumen, eine Erfolgsrate dabei angesprochen hat. Jetzt haben mich ganz viele Menschen gefragt, wie meine persönliche Meinung dazu ist. Bin jetzt immer nicht so der Mensch, der sich da gerne immer so zu weit aus dem Fenster rauslehnt und da seine Meinung dazu sagt, soll sich ja eigentlich jeder selber bilden und ich möchte dich auch in keinster Weise damit beeinflussen. Aber wenn es wirklich ganz konkret um meine Meinung, um meine persönliche Meinung geht, dann würde ich ganz klar sagen, nur für mich, also ich halte davon nichts. Noch dazu konnte ich jetzt auch nichts irgendwie finden, wie das Ganze irgendwie in Verbindung auch steht mit dem Placebo-Effekt, ja. Der Placebo-Effekt, den darf man auch unter gar keinen Umständen, wie ich schon vorhin in diesem Video gesagt habe, vergessen. Denn der hat nämlich extrem große Auswirkungen auf
unsere Psyche. Und vielleicht denkst du dir, mein Gott, so weit soll es erst gar nicht kommen. Ich möchte erst gar nicht hin und ich möchte lernen, wie ich besser mit meinen Gedanken umgehen kann und mit meinen Emotionen, sprich mit meinen Gefühlen. Dann kann ich dir einmal ein Video hier auf der Endcard empfehlen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.